Hallo liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen beim Scuderia Channel. Ich bin heute wieder beim Cafe Racer Team und werde heute mal euch so ein bisschen was zu Beindecken erzählen. Es geht wieder um die Tucano Urbano. Die habe ich euch beim letzten Mal schon mal vorgestellt, die Pro-Version. Heute zeige ich euch mal die normale Standardversion, wie die auch montiert wird. Das habe ich beim letzten Mal noch nicht gemacht. So könnt ihr dann mal sehen, wie schnell das an sich geht. Könnt ihr also auch selber montieren. Und die Leonie ist heute da. Ihr seht sie, da hinten ist sie. Die wird uns heute mal ein bisschen was zur Tucano erzählen, was die so für Ausstattungsmerkmale hat und vor allen Dingen auch mal zeigen, wie leicht das ist mit dem Anbauen an die Vespa. So, ich gehe mal rüber. Da ist sie. Hallo Leonie, grüß dich. Hi. Du bist hier vom Cafe Racer Team. Dich haben wir bisher noch nicht gesehen. Wir haben ja schon ein paar Leute kennengelernt, den Micha und den Sascha. Heute bist du mal da. Endlich mal eine Frau im Bild. Was machst du beim Cafe Racer Team? Also hast du hier eine bestimmte Aufgabe? Nö, Nein. eigentlich alles. Alles. Verkauf, Beratung, Ersatzteile, Werkstattannahme, Montieren. Richtig. Schraubst du auch selber an den Rollern? Nee, Das nicht. Okay. nee. Da hört der Spaß dann auf, ja? Außer Spiegel oder eine Batterie einbauen. Ach, das machst du auch schon. Ja, cool. Super. Und heute zeigst du uns ein bisschen was zur Tucano Urbano Decke. Wirst die auch mal montieren. Da hast du mal so eine original verpackte. So sieht das Ganze aus. Ist eine Ja. Tragetasche, in der das Ganze geliefert wird? Oder? Manchmal ja, manchmal nein. Gerade Okay. nicht. Aber das wird in so einer Tasche Aber geliefert. es gibt es entweder mit Henkel oder so wie sie hier jetzt ist. Okay, aber ist ja eh nur zur Verpackung, wenn ja, man es im Winter dann genau. auspackt. Es ist eher im Fahrzeug. Eher Genau. so eine Geschichte halt für den Sommer, dann ums wegzupacken. Ne? Genau. So, du zeigst uns auch gleich mal so ein bisschen, wenn wir es ausgepackt haben, wie das montiert wird an dieser GTS. Das ist eine 125er, glaube ich. Ne? Richtig. Was ist das für eine Farbe? Die sieht ja toll aus. Die heißt Green Relax. Green Relax. Ja, genau. Sieht ja äußerst Ist cool auch aus. noch zu verkaufen. Also wer möchte. Ist noch zu verkaufen. Mhm. Mensch, man kriegt die doch so schwer im Augenblick, die 125er, aufgrund dieser neuen Führerscheinregelung. Ne? Die eine ist noch da. Die eine ist noch da. Also wer zugreifen will, kann schnell noch diese wunderschöne 125er GTS erwerben. Richtig. Sieht hübsch aus. Gut, dann würde ich mal sagen, dann zeig uns doch mal, wie diese Decke verpackt ist und was da alles in Genau. dieser Verpackung drin ist. Also Komm mal ein bisschen ran. genau, das ist hier die schicke Tasche. Hier steht jetzt GTS drauf, weil es für jedes Modell eine andere gibt. Einfach damit wir es unterscheiden können. Gibt es also auch für die kleine Es Primavera gibt und es für so, die ja? Primavera, also eigentlich für fast alle Rollermodelle. Okay. Genau. Ich mache das jetzt mal auf. Und wir packen die mal aus. Die ist hier schön verpackt in viel Material. Ja, so sieht das Ganze aus. Schön zusammengefaltet. Werden die denn viel benutzt, diese Decken im Winter von Vespa-Fahrern? Es kommt immer mehr, würde ich sagen. Also ich kenne es so ein bisschen aus Italien. Ja, Da fahren genau. ganz, ganz viele mit diesen Decken rum. Also Genau. auch mit anderen Rollern, nicht nur mit Vespa. In Italien fahren die aber auch das ganze Jahr mit den Dingern rum. Da ist eine Tüte, da ist eine Beschreibung. wahrscheinlich. Richtig, also wir haben hier eine Montageanleitung, 2 Schrauben, ein Ventil für das Ventil als Adapter zum Aufpusten. Ich mache das mal richtig auf. Genau, das wird dann hier rangesetzt, aber dazu kommen wir später. Ach, so ein Mundstück. Und okay. Unterlegscheiben sind nicht dabei. Aber das lange, heißt- die sind ja sehr lang, die Schrauben. Die sind länger als die normalen. sind Ne? länger, also die kommen ja hier, die werden ersetzt durch die. Mhm. Dadurch, dass es hier ein bisschen dicker ist, auch das Ach so, Material, müssen die dann auch müssen länger die sein, etwas, ne? ja, genau, Okay. etwas länger sein. Das sind die braucht man dafür. Dann gibt es hier noch so durchsichtige Aufkleber. Die sind dafür Steht da. da gar nichts drauf. Nee. Du sagst, das sind Aufkleber. Ich dachte, Ja, steht irgendwas das, drauf. also oder Folie, je nachdem. Ach so, das ist nur das ziehst du ab und das klebst du auf das Fahrzeug, damit als Schutz wahrscheinlich. Genau, ne? damit die, aber da kommen wir später zu. kommen Das wir mache später ich zu. jetzt aber nicht, weil das ja ein Neufahrzeug ist. Wir wollen ja auch nur zeigen, das soll Wir ja wollen nicht es ja dranbleiben. genau. Und dann ist es für den Lack sehr schonend. Genau, hier ist die Anleitung. Okay, da steht jetzt drauf, wie das gemacht wird. Genau. Ja gut, das ist ja, Und für was man das alles nutzen kann, sozusagen. ist ja relativ aber simpel. Ne? Also ich habe das eigentlich- ja bei meiner auch gesehen. Bei der nee. Pro-Decke wird es ja ähnlich sein, nehme ich mal an. Genau, hier ist die Anleitung, die wesentliche. Da Und steht es- alles nochmal ganz genau beschrieben. Toll. Aber jeder hat ja immer seine eigene Taktik, wie er was
am besten montiert. Na gut, wir zeigen es ja heute mal live, wie es gemacht wird. Das heißt, die Leute brauchen sich nur das Video angucken und dann sehen sie ja, wie schnell und einfach das zu machen ist. Genau. Dann packen wir das jetzt erstmal weg. Was man dafür braucht, sind tatsächlich dann 2 Unterlegscheiben. Die sollte man machen, damit es nicht so ins Material Richtig. reinschneidet dann wahrscheinlich. Ne? Was für Schraubenzieher sind das? Ein Kreuz und ein Torx. Okay, der Torx ist wahrscheinlich für die schon drin sind. Richtig, die schon drin sind. Aber erstmal zeige ich Und das hier mal, sind wie dann die das- Kreuzloch. richtig. Ah ja, gut. Das Okay. legen wir mal alles beiseite, weil erstmal falten wir die Decke mal auseinander. Genauer kannst du ja mal zeigen, wie die überhaupt aussieht. Jetzt ist das Ventil. Naja, egal. Finden genau. wir gleich. So sieht das Ganze aus. Ziemlich groß. Sieht ja ganz schön mächtig Das aus. ist das ist außen. Vielleicht kann man erahnen, wie man das montiert. Wenn nicht, ich zeige es ja gleich nochmal. Kann man auch als Umhang benutzen. Hängst Ja. ja doch mal um irgendwie. Das sieht doch bestimmt cool aus, oder? So, und das ist innen. Hier seht ihr Das sieht ja schon mal sehr schön aus hier. Das ist ja genau, richtig flauschige Teddyfutter, flauschig. Teddyfell, genau. Das ist übrigens bei der Pro nicht. Die Pro hat innen so eine Steppdecke drin, die sehr, sehr warm ist. Hier wird das Ganze jetzt über Fell gemacht. Genau. Du siehst, warte mal, bleib mal so stehen kurz. Okay. Du siehst jetzt ein bisschen aus wie Batman. Ja, Guck mal, das ist wie eine Fledermaus hier. toll. Ich sag doch, das ist ein Batman-Umhang. Ja, okay, komm, wir machen weiter. Okay, wir machen weiter. Spaß beiseite. Ja. Jetzt geht's zum Ernst hier. Also, Leonie wird jetzt mal die ich Montage lege das jetzt erstmal hier rüber, weil wir brauchen jetzt den Torx. Ich werde jetzt hier die Wartungsklappen abmachen. Hier sieht es übrigens, so sieht es da drunter aus. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, kannst du aber gleich. Die bleibt ja dran, ne? Die wird ja bleibt dann dran, wieder genau. ran Und montiert. die andere. Wo hatte ich jetzt die Unterlegscheiben hingepackt? Die liegen hier drüben. Ah ja, super. Genau, das packe ich jetzt mal hier hin. Dann nehmen wir uns die beiden Unterlegscheiben. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern den Kreuz. Und die 2 langen Schrauben. Das lassen wir auspacken. So. Jetzt legen wir uns das hier so zurecht. Man hat hier hinten noch eine Tasche, aber dazu kommen Ja, die wir gleich. Funktionen kannst du ja nachher mal zeigen, Genau. was das alles kann. Vielleicht machen wir erstmal Einfach hier nur so für die diese... Richtung. Hier ist eine Aussparung. Die kommt dann sozusagen hier drunter Okay, aber zu den. das sieht man ja an sich schon. Ne? Ja. Das ist ja relativ eindeutig. So, dann haben wir Klappe wieder ran. Klappe wieder ran. Schraube durch Unterlegescheibe. Ach, da ist übrigens der Micha, der kann gleich mal Hallo sagen. Den kennt er schon von den letzten Videos. Ich wollte euch gerade Batman-Suit anmachen. Ja, der hat den Scherz gleich aufgegriffen hier. Also wir werden uns ein paar umarbeiten lassen von diesen Tucano-Decken als Batman-Kostüm fürs nächste Halloween. Leonie fährt ja selber so ein Tucano Urbano. Ach so, das ist jetzt mal interessant. Du fährst selber auch so ein Ding? Außerdem, wenn ihr Umbauberatung braucht, immer Leonie fragen. Die weiß alles. Alle Preise im Kopf. Alles. Leonie hat alle Preise im Kopf. Okay, Ah ja, gut zu wissen. die meisten, weißt du. So, fest. So, jetzt kommt die zweite. Und die ist dann auch gleich fest. So. Dann brauchen wir den jetzt erstmal nicht. So, Das jetzt war jetzt das Einzige, was zu schrauben ist? richtig. Ah, okay. Jetzt ist es ja wieder wie so ein Umhang auf jeder Seite. Jetzt müssen wir mal gucken, weil man hat hier jetzt so eine Gummihaken. Am warte mal. besten, ja genau, Nehmen die mal ins Bild. So eine Haken, Metallhaken mit Gummiummantelung. richtig, damit es den Lack nicht zerkratzt. Und jetzt kommen hier diese Aufkleber zum Ja. Einsatz. Man hat hier, wenn man das hier mal rumdreht, diese Lüftungseinsätze.
Jetzt kann man, die haben hier so Querstreben. Ich zähle immer ab, je nachdem. Die müssen dann nämlich eingehakt werden. Ich mache es jetzt einfach mal hinter den dritten. Und jetzt wäre es hilfreich, diese Dinger hier drunter damit zu der Lack kleben, da von den Bändern geschützt wird. Genau, damit der nicht zerkratzt. Ah, super. Das ist ja schön, dass das gleich mit bei ist. Ne? Genau. Da sind aber nur 4 Stück drin. Also zweimal also kann man die es Stellen machen. da, wo die Bänder sind sozusagen. Genau. Also ich habe es jetzt hier nie hinter die dritte gemacht, noch nicht eingestellt. Genau das mache ich auf der anderen Seite. Am besten fühlen. 1, 2, 3. Hier rein. Und jetzt muss man mal gucken, dass es alles keine Knicke hat. Und dann kann man es hier, schon ist auch ein bisschen fummelig, etwas Dieser Spanngurt, ne? festziehen. Oder auch nicht. Jetzt erstmal ein Stück raus, damit man es greifen kann, richtig. Ne? Jetzt. So. Ungefähr Achso, auch also einfach nur einhaken und ziehen. festziehen. Gut, also genauso wie bei der Pro-Variante, relativ simpel. So. Da muss nichts geschraubt werden. Es gibt ja andere Roller, wenn sie so, wenn man zum Beispiel die Decke jetzt bei einem Beverly montiert, da muss man, glaube ich, 5 oder 6 Schrauben lösen, auch in der Verkleidung. Das ist natürlich hier bei der GTS viel, viel simpler. Also nur wirklich oben die beiden Schrauben und unten wird es dann nur eingehakt. Genau. So, jetzt haben wir noch eine Jetzt haben wir noch mehr Haken. Also man hat hier auch einen Stahlseil zum Anschließen des Rollers, wie man möchte. Entweder geht man hier runter. Und jetzt muss man sich auf den Boden legen. Hier ist ein Haar von mir, auch gut. Okay, dann gucken wir mal, wie elegant du das jetzt machst. Genau. Also man muss unter das Fahrzeug jetzt Man muss irgendwie, sich ne? jetzt quasi hinlegen, hinknien, wie auch immer. Und man hat, also ich würde es auch wieder hier erstmal die lockerste Stufe machen. Man hat hier so eine Plastikhaken, die man nicht viel bewegen kann. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. Manchmal klappt es direkt beim ersten Mal, meistens nicht. Du hast hier unten, ich weiß nicht, willst du das hier mal Ich gucke mal, filmen? ob ich da mal hinkomme. Ich hatte das, glaube ich, bei meinem Video schon gezeigt. Hier unten ist so eine, kannst du das So mal eine zeigen mit der Hand? So eine Aussparung Genau, hier. da ist eine Aussparung, also so Alles noch Schmiere. da ist noch Schmiere vom Neufahrzeug. Versiegeln, ist ein Neufahrzeug. Aber da unten ist so eine Kante, wo eine Öffnung ist und da wird es einfach eingehakt. Genau, da wird es eingehakt. So, ist drin. Super, So. also wird nur da unten eingehakt und dann wahrscheinlich dasselbe wie hier Genau, an der auf Seite. der anderen Seite. Es reicht ja vielleicht, wenn wir es an einer Seite machen, jetzt zum Zeigen. Wir brauchen da vielleicht nicht beide Seiten, dann Ja. ist ja alles schwierig. Machen wir nur die Seite Na, hier. warte mal, vielleicht kriege ich das hier ja jetzt schnell rein, weil Okay. dann ist es ganz gut wegen den Größen auch. Wegen der Spannung. So, Auch drin. auch drin. Genau. So, und im Endeffekt war es das jetzt fast. Also die Gurte einfach nur festziehen. Ah ja, genau, die ne? habe ich vergessen Der hier festzuziehen. ist, glaube ich, schon fest hier oben. Hier, genau, Ja, der fest, ist auch noch festziehen. Unten den auch festziehen und dann liegt das Ganze, wie man hier sieht, wunderschön an der Kante an. Schließt also hier ab, dass da keine Luft durchkommt, kein Fahrtwind. Und Genau. das ist ja der Sinn der ganzen Sache, dass man vorm kalten Wind geschützt ist. Genau. Also man muss jetzt hier sind so Luftkissen drin. Die muss man Die jetzt aufpusten oder kann man? sollte man. Hat welchen Vorteil? Das gibt Stabilität. Das heißt, jetzt flappert es Ist so ein hier. bisschen wabbelig jetzt, Genau, ne? jetzt würde das während der Fahrt hier rumwedeln und rumflattern. Mhm. Und die werden schon so dick. Also wenn man hier, dafür ist das Ding übrigens Da da. ist dieser Man dreht es auf, pustet das ist ein rein. Mundstück, damit man sich den Mund da nicht an einem Dreck, weil wenn das Ding jetzt, sag ich mal, im Winter dran ist, dann ist irgendwann ja diese Kanüle da wahrscheinlich voll mit Schmutz Genau. vom Fahren und damit man sich da nicht den Mund schmutzig macht, ist da so ein Stecker zum Aufpusten. Genau. Vielleicht kannst du mal eins aufpusten. Okay, so jetzt hast du ja dieses Seitenteil mal ein bisschen, also man kann das verschieden stark wahrscheinlich auch aufpusten. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, warte mal, ich gucke mir das jetzt mal an hier. Da ist jetzt also Luft drin Genau. und das bewirkt jetzt, dass es so ein bisschen verstärkt Ja. ist. Von hier sieht man es recht Hier besser. sieht man es noch ein bisschen besser, genau. Da ist also wirklich so ein Luftkissen drin und jetzt wabbelt es nicht mehr so. Ne? Jetzt wabbelt es nicht mehr so. Genau. Also auch vielleicht bei Landstraße oder Autobahn, wenn man fährt, dann ist halt das so ein bisschen stabiler und schmiegt sich dann mehr an den Roller an. Ja, okay.
Gut, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, was die jetzt macht, außer warm. Also was hatten die für Funktionen? Bei der Pro habe ich es ja schon so ein bisschen erklärt. Da ist eine ganze Menge, was die bewirkt. Was man so ein bisschen sieht, sehe ich jetzt gerade durch das Licht hier. Das reflektiert hier Das die reflektiert, Naht, ne? das Tucano-Symbol und hier diese wunderschöne Reflektorenstreifen. Ist natürlich gut, weil wenn es dunkel ist, regnet und schlechte Sicht, leuchtet es wirklich ganz gut. Ne? Genau. Das ganze Ding ist auch wasserdicht. Ja, Also macht ja du Sinn im brauchst, Winter auch, ne? Wegen du Schnee kannst und so. theoretisch auch einfach obenrum eine Winterjacke anziehen, untenrum einfach einen Rock oder eine Strumpfhose. Dann schlüpfst du hier runter und du frierst nicht. So warm ist es. So warm ist es, ja. Okay, na du bist ja, fährst ja selber damit, kannst Ja. also aus der Praxis sagen, das hilft wirklich, ja? Ja, also es dauert ein paar Kilometer, vielleicht 2 Kilometer, bis du merkst, dass es wärmer wird. Ansonsten ist es wie eine Decke erstmal, bis bei jeder normalen Decke Wodurch ja wird auch das so. warm? Durch den Motor. Und wenn es Genau, jetzt Wenn kommt nämlich das irgendwann- Highlight. wenn Das müssen wir jetzt mal irgendwann betonen. Das ist auch- nämlich wirklich ein Highlight bei der Vespa. Das gibt es bei anderen Rollern nicht, die auch diese Decken nutzen können. Aber nur ein Roller hat nämlich eine eingebaute Heizung. Und das wird jetzt mal Leonie erklären. Das ist nämlich ein super Feature bei diesem Ding. genau, also wenn du auch jetzt beispielsweise, das Ding ist ja ziemlich, hier kommt ja keine Luft rein oder sonstiges. Und wenn Genau, dann innen ist irgendwann der abgeschlossen. Lüfter angeht, wird die Luftzirkulation, wenn du da drin bist, hast warme Beine, also wirklich richtig warme Also Beine. sprich die Abluft von der Motorkühlung, also die Wasserkühlung, da muss ja irgendwo Luft raus. Ne? Mal für die Leute, die Vespa noch nicht kennen, man sieht es jetzt nicht so gut. Wir können hier vorne mal diese Klappen aufmachen. Die Vespa hat ja hier vorne, diese Schlitze, die wir unten gezeigt haben, das ist die Luftzufuhr für den Kühler, der dahinter liegt. Und die Abluft vom Wasserkühler, die liegt da drunter. Das sind diese Gitter, die da an der Seite sind. Das ist jetzt nicht nur Zierde, sondern da kommt tatsächlich, wenn der Motor warm ist, die warme Abluft raus. Genau. Deshalb auch diese Öffnung hier, Genau. weil da kommt, wenn es dann zu warm ist, im Sommer oder wie Genau, auch immer, dann kann man es kannst du das aufmachen. Ne? aufmachen und du kannst es sogar durch diesen Knick zurückklappen, Super. auch Das- mit Klettverschluss, dass hier dann wirklich die Luft Dann rausgeht. kann die warme Luft raus. Aber wenn es wirklich kalt ist, lässt man es natürlich geschlossen. Genau. Und dann hat man eine Fußheizung. Ja, Beinheizung sogar. Also der ganze untere Raum unter dieser Decke ist dann geheizt und das ist natürlich wirklich Richtig. super angenehm. Ne? Mega. Genau. Das ist ganz cool. Super. Ansonsten, Was kann die noch? theoretisch. Genau, gucken wir mal hier oben weiter. Was hat die hier oben dran Jetzt habe ich alles? es abgemacht. Jetzt Kannst hast du du hier abgerissen. eine Handyhalterung ranmachen. Und dann kannst Okay, du da ist so ein Loch, da kommt dann, genau, glaube ich, so ein Schniepel rein, so ein kleiner, genau. auf den dann so eine Kunststoffhülle befestigt werden kann, wo dann wasserdicht auch ein Smartphone reingemacht werden Genau. kann, wofür auch immer, fürs Navi oder sonstiges. Was ist da vorne noch? Hier ist so eine Klappe, wo du den Zündschlüssel reinmachen kannst. Da muss man immer am Anfang ein bisschen suchen. Aber Sodass ich also auch, wenn die Decke dran ist, gut an Zündschloss rankomme Genau. zum Auf- und Zumachen. und wenn du ihn nicht mehr brauchst, also wenn du da nicht rumfriemeln musst, geht es wieder Klappt zu. automatisch zu. Ne? Das ist, Genau, glaub ich, hier ist so ein so Gummizug. ein Gummizug dahinter. Ne? Ja. Genau. Das ist ja super. Und was noch ganz cool ist, du hast hier quasi die Möglichkeit, eine wasserdichte Abdeckung für den Sitz rumzumachen. Das ist Das natürlich bedeutet, praktisch, wenn es auch morgens Tau gibt oder sonstiges und hier normalerweise kleine Eiskristalle sich bilden auf dem Sitz, brauchst du keine Angst haben, dass du einen kalten Hintern oder einen nassen Hintern kriegst. Das ist denn natürlich auch praktisch. Ja, super. Dieses Ding ist echt wasserdicht. Wenn du dann morgens das rausmachst, stopfst du das einfach hier wieder rein, machst weg. das Klettverschluss zu und dann stört dich das nicht. Braucht man also nicht so eine Sitzbankabdeckung, die man sich Genau. aufholen kann, sondern ist schon integriert. Genau. Wozu ist das, was du in der Hand hast, dieser komische Gurte? Genau, also ich zeige das mal Ja, ganz. zeig doch mal, wie das aussieht. Also man sitzt ja dann hier drauf, fährt. Es ist eigentlich dafür gedacht, dass man sich das hier so rumhängt und dann so fährt. So ist dein Bauch auch geschützt. Aber ich persönlich benutze das nicht. Ich stopfe das hier immer mit rein, weil mir das ist persönlich ein bisschen zu gefährlich. Obwohl es hier einen Sicherheitsverschluss gibt. Das heißt, wenn man Das heißt, wenn da Druck zieht, draufkommt, reißt es. Ne? reißt's, aber es ist mir trotzdem ein bisschen zu tricky. Ja. Deswegen mache ich's. Ich brauche es auch nicht. Mach hier mal rein.
Und Was fahr machst dann du mit einfach dem Bauchlatz? Den lässt du einfach runter? Den lasse ich dann? einfach runterhängen. Okay, also so sieht das Ganze jetzt aus, wenn man drauf sitzt. Genau, aber eigentlich setzt man sich noch auf diese, ja, wie nennt man das? Gurte rauf. Die sind hier mit einem Druckknopf befestigt. Man setzt sich eigentlich drauf, damit hier keine Luft reinkommt. Okay, also das ist auf jeder Seite, aber ich bin ja jetzt nicht die Größte, deswegen rutsche ich so oder so immer auf dem Sitz hin und her, gerade wenn ich an der Ampel mit meinem Fuß auf den Boden kommen möchte. Deswegen benutze ich die Dinger gar nicht. Eine Frage, die vielleicht jetzt von Leuten kommt, die sowas noch nicht gefahren sind, ob das in irgendeiner Form eine Gefahr ist, wenn man schnell mit den Füßen raus muss. Jein. Also anfangs denkt man, oh Scheiße, ich komme hier nicht raus. Warte, ich bock das mal ab, dann zeige ich das mal. Anfangs denkt man, oh Mist, aber man gewöhnt sich ganz schnell dran. Und also ich persönlich mache sowieso nur einen Fuß immer runter, weil ich gar nicht mit beiden runterkomme. Aber es ist ja wirklich auch viel offen unten. Ne? Es ist ja kein Bereich da, wo man irgendwo hängen bleiben kann. Nur ganz, ganz vorne. Aber wer hat da vorne seinen Fuß? Ja, also theoretisch die ganze Seite ist frei und man kommt da auch sehr schnell mit den Füßen dann wieder raus. Genau. Das ist ja auch wichtig. So, absteigen geht auch ganz normal. Das Innenfutter noch als Frage, ist das fest oder kann man das rausmachen, dieses Fell? Das ist fest. Bei der anderen Variante, die du dran hast, meinst du, kann man das ja rausmachen. Aber das also hier dieses ist Fell hier, dieses Kuschelige, das ist immer drin. Also wenn es mal ein bisschen wärmer wird und man sagt, man will es als Regenschutz haben, dann ist das jetzt nicht so geeignet. Super. Wenn es aber, also wenn man zu faul ist, es dann halt abzumachen, wie die Italiener, die das ganze Jahr mit dem Ding rumfahren, dann kann man, also dann hast du hier auch Gurte, womit also wie bei der Pro-Version, dass man die Luft rauslässt und das Ganze dann nach vorne genau, das festmacht, zeige ich mal eben. Ich mache es jetzt einfach mal ganz locker. Zack. Dann kann man das hier so einrollen quasi. Und dann vorne festmachen. Und dann hier mit dem anderen, mit dem anderen Gurt, den ich jetzt mit eingerollt habe. Hast du mit eingerollt. So, einfach zumachen. Okay, und dann ist es vorne am Beinschild. Und dann ist es vorne, dann stört dich das eigentlich auch nicht, weil hier ist ja dann keine Luft drin. Ja, ja gut, das ist natürlich auch super. Ja. So. Aber es ist halt wirklich doch dann eher eine reine Decke. Das heißt, wer so ein bisschen mehr Variabilität haben möchte, der sollte dann vielleicht lieber die Pro-Decke nehmen, die ich schon vorgestellt habe, weil die kann ja komplett umgerüstet werden als Sommerdecke, also als reiner Regenschutz dann. Ne? Genau. Ich glaube sogar, dass du bei der Pro-Variante hast du, wenn man viel zu zweit fährt, weil jetzt bringt es nur dem Hauptfahrer etwas. Ja. Wer hinten dran sitzt, dem bringt es eigentlich gar nichts. Vielleicht die Fußspitzen, die warm werden, aber sonst nicht. Und bei der Pro-Variante kann man noch einen Adapter-Kit sich dazu holen, dass der da hinten drauf sitzt, auch noch so eine Beindecke hat. Auch noch so eine Beindecke hat. Cool, das ist natürlich auch praktisch. Geht bei der nicht. Hat die so wie die Pro auch eine Tasche irgendwo? Hier vorne drin, also quasi unter diesem Latz, hat die hier eine kleine Tasche, wo man, weiß ich nicht, Handschuhe, Sonnenbrille, was auch immer, super. Schlüssel reinmachen kann. Genau. Ja, super, Leonie. Das war ja sehr nett, dass du mir das mal vorgestellt hast. Kein Ding. Jetzt haben wir auch mal gesehen, wie leicht es an sich anzubauen ist, so eine Beindecke. Genau. Du bist nicht so ein Fan, was die Optik angeht, kann ich verstehen. Das geht wahrscheinlich vielen so. Aber du fährst es ja auch selber, also praktisch ist es doch schon, oder? Also ich kann es nur jedem empfehlen, der jetzt noch fährt oder auch im Winter fahren möchte und nicht irgendwie mit einer Skihose oder einer richtigen Motorradhose unterwegs sein will, sondern einfach so quasi runterschlüpfen kann und direkt losfahren kann und auch in den Supermarkt dann einfach gehen kann, ohne irgendwie in Vollmontur reinzugehen. Und gerade wenn man etwas längere Strecken zu fahren hat, kann ich es jedem nur empfehlen. Also für jedes Modell gibt es das eigentlich, für LX, Primavera, die GTS und ganz viele andere. Die haben wir eigentlich auch immer da, wenn jemand die haben möchte. Also jeder kann sich die auch hier mal angucken, wenn man das jetzt mal anfassen will oder mal sehen will, wie ist es verarbeitet. Wir haben die eigentlich immer einmal montiert, dann kann man auch mal runterschlüpfen und gucken, wie das ist, ob man damit klarkommt. Und ansonsten, ja,
Kommt vorbei und holt sie euch. Genau, kommt vorbei und holt sie euch. Wer nicht aus Berlin kommt, ihr versendet die ja bestimmt auch. Ne? Genau. Also ich packe unten den Link mal von euch rein. Wer den Laden noch nicht kennt und noch nie in Berlin war, kann sich die Webseite mal ansehen. Da sieht er auch die ganzen tollen umgebauten Vespas. Und da könnt ihr natürlich auch einfach eine E-Mail hinschreiben und euch die Decke, entweder die normale oder die Pro, einfach zuschicken lassen. Genau. Gut, Leonie, ich danke dir ganz herzlich. Wir sehen uns dann irgendwann demnächst, hoffentlich beim nächsten Video, wenn wir wieder ein neues Thema machen. Machen wir. Und vielen Dank für deine Anbauanleitung. Hast du ganz toll gemacht. Jetzt weiß ich, wer das nächste Mal meine Decke anbaut. Brauche ich nicht mehr selber machen. Kannst du jetzt machen. Mach ich. Und ja, schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, liebe Leute, hier wird jetzt gerade gebohrt. Ihr hört es im Hintergrund. Jetzt wird weitergearbeitet. Vielen Dank erstmal an das Cafe Racer Team, dass sie mir nochmal die Decke gezeigt haben und euch das auch so ein bisschen erklärt haben, wie das Ganze angebaut wird. Solltet ihr die Decke bestellen wollen, könnt ihr das natürlich über den Link, den packe ich euch unten mal rein, beim Cafe Racer direkt machen. Oder mal im Laden vorbeikommen und euch mal anschauen, wie das verarbeitet ist und vielleicht mal so ein bisschen mal probieren, wie es sich darauf sitzt. Es ist immer eine auch da, die verbaut ist. Ansonsten wäre es schön, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefallen hat mit der Leonie, die es heute erklärt hat, gerne ein Like unten lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Fahrt vorsichtig, gerade jetzt im Winter. Bis dann. Tschüss.